Willkommen zurück. Heute in diesem Video werden wir uns anschauen, hat jetzt AMC endgültig den Boden erreicht? Wird GameStop weiter raufgehen? Hat Beyond endlich den Boden erreicht? Was macht eigentlich Bad Bath Beyond? Wir werden uns noch ein ganz klein wenig Riot anschauen und wir machen ein kleines Update on FFI. Wenn ihr interessiert seid, bleibt einfach dran. Wie immer, ich benutze die Fractal-Methode für mein Tracking. Ich werde das Erklärvideo wieder ans Ende des Videos hängen oder ihr schaut euch einfach, ihr sucht einfach die Playlist Fractal Method auf meinem Channel. Na gut, dann springen wir gleich hinein in AMC. So, heute nur ein kleines Update. Für die volle Geschichte verlinke ich wieder das letzte Video, wenn ihr alles wissen wollt. Price Action, One-Part-Squeeze oder Two-Part-Squeeze, Ziele dafür und so weiter und so fort. Heute schauen wir uns an, was wir diese Woche gemacht haben. Na, dann zoomen wir gleich rein. So, ich habe im letzten Video auf jeden Fall, gesagt, dass das hier nicht unser High Low war, dass wir runterfallen werden und höchstwahrscheinlich gestern am Freitag unseren Boden finden werden. Ja, und wir sind runtergefallen und es schaut so aus, als hätten wir unseren Boden gefunden. Ich sage, es schaut so aus. Das Einzige, was mich stört, ist dieser Triple Button hier. Ne? Es ist nicht wirklich ein Triple Button. Ja, oh ja, es ist ein Triple Button. Diese 2, 3 Candles hier. Allerdings muss auch ich dazu sagen, ja, das ist halt am 30-minütigen Chart. Somit, wen interessiert? Ja, wenn wir hier auf den 4-stündigen Chart gehen, ist das absolut in Ordnung. Also 2 Versionen. Fangen mit der bärischen an. Wir haben den Boden noch immer nicht erreicht. Ja. Das bedeutet einfach, ich würde annehmen, Montag, Dienstag, Mittwoch gehen wir noch immer weiter runter und finden unseren Boden. Die Sache ist aber die, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir diese Trendlinie hier, und ich rede von unserem Megafon hier, dass wir die nicht berühren oder brechen werden. Somit, das passt eigentlich. Was haben wir dann heute eigentlich gemacht? Naja, die Sache ist die, ich glaube schon, dass wir, wenn das hier unser V ist, das hier, dann haben wir unser kleines Higher Low schon gemacht. Das kleine Higher Low von dem hier. Weil wenn man sich das hier anschaut, und man nimmt jetzt von diesem V hier die FIB, ist das ein perfektes V an der A und ein perfekter Pullback unter die 786. 786, ja. Ist das jetzt schon das Higher Low? Heißt das, wir können am Montag auflegen? Meiner Meinung nach noch nicht. Ja. Ich habe das in den Kommentaren schon beantwortet. Sollten wir jetzt am Freitag, also in After Hours, und am Montag in der frühen Pre-Market massives Volume bekommen, ja, wo wir halt wirklich 50% raufschießen, 50% runterschießen. Okay, ja. Also jetzt in den After Hours haben wir es nicht bekommen. Ja. Also bräuchten wir jetzt 100 Milliarden Volume am Montag. Die Chance besteht noch immer. Volume kann das Fractal beschleunigen oder verlangsamen. Wenn nicht, ja, gehe ich noch immer davon aus, dass wir im besten Fall nächste Woche unser Higher Low machen werden. Bedeutet, wir brechen hier aus. Ich gehe davon aus, wir werden, unser Peak wird maximal 1,88 Dollar sein für unser Higher Low. Dann fallen wir runter. In dem Fall, ja, sogar perfekt, irgendwas wieder unter 1,45. Wir halten das diesmal aber, also bis Mittwoch auf, bis nächsten Freitag dann wieder runter. Wir halten das aber im Gegensatz zu dem hier. Und
Wenn man die Regeln 1:1 nimmt, in der zweiten Februarwoche gehen wir dann rauf, brechen diese Trendlinie, ich rede von dieser Trendlinie, gehen rauf zu 2,19 $. Das wäre dann unser A. Machen einen 0,5 Pullback. Ja, bouncen hier in der zweiten Februarwoche, das wäre der 14. dann. Und in der dritten Februarwoche, am 16. Februar, kein finanzieller Advice natürlich, brechen wir dann mit GameStop aus. Ich habe auch im letzten Video schon gesagt, dieses A ist mir nicht so wichtig, ja, weil mit extremen Volume erkläre ich mich bereit, dass ich auf diesen Pullback verzichte. Ich sag's nur. Was ich allerdings eigentlich absolut nicht verzichte, ist dieses High Low. Also ja, für mich ist es eher unwahrscheinlich, dass wir nächste Woche den Squeeze sehen. Wenn wir das hier bis nächsten Freitag machen, okay, dann werde ich bullish. Ich meine, ich bin jetzt schon bullish, weil das schaut fantastisch aus. Aber dann werde ich so richtig bullish. Okay, soviel zur AMC. Na, dann schauen wir uns jetzt mal GameStop an. So, hier auch wieder für die ganze Geschichte, für Preisziele und so weiter, so fort für GameStop. Ich verlinke das letzte Video mit der vollen Geschichte. Heute schauen wir uns nur an, was wir heute gemacht haben. Na, dann zoomen wir mal rein. So, hier ist der 4-Stunden-Chart von April 2024 bis heute. Und ich muss dazu sagen, ja, ich hatte ja zwei Versionen. Eine mit, wir gehen runter zu 17 und eine, wir sind bullish. Und ich habe auch gesagt, wenn wir bis Freitag nicht Knife Candle sehen, ist die 17 $ Methode, Variante tot. Und ich glaube, sie ist jetzt tot. Ja. Somit für das Ganze, dieses Fractal ist abgeschlossen. Und um genau zu sein, es war abgeschlossen am 21. November. Ja. Technisch gesehen ist das hier unser V. Dann haben wir ein schönes High Low gemacht. Und zwar ein High Low, was unter die 7,86 gegangen ist und nicht im Gegensatz zur AMC nicht runtergebrochen ist. Perfekt. Wir haben ein zweites kleines High Low dran gehängt. Ja, es ist zwar nicht unter die 7,861 gegangen, aber hier wäre unser kleines A, also ist es ein B und A. Perfekt. Dann sind wir aus der Trendlinie gebrochen und das hier war unser kleines A mit einem 0,5 Pullback. Perfekt. Ja. Und jetzt am Freitag oder am Freitag. Am Freitag sind wir gebounced. Perfekt. Was wird also, wenn jetzt EMC, somit dieses kleine High Low ist falsch und dieses V wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Somit, was wird GameStop jetzt machen, wenn AMC jetzt noch immer sein High Low machen wird? GameStop wird sein A machen, meiner Meinung nach. Bedeutet, wir werden jetzt raufgehen, irgendetwas zwischen 28 und ich würde annehmen maximal 33 $. Ja? Sagen wir bis, wenn wir schnell sind, bis Mittwoch. Ja? Und dann nehmen wir von unserem V zu unserem Peak die 0,5 und dort werden wir dann runterfallen. Genauso, wenn AMC sein High Low fertig macht. Und auch hier, wenn wir das bis nächste Woche Freitag machen, ja, eins sei noch dazu sagt, dass der A-Pullback könnte auch hier runterkommen zu 0,618. Ja, sage ich nur. Aber im Prinzip, wenn wir das machen, bis Freitag, dann wird es interessant. Ja? Dann wird es wirklich interessant. Weil wenn beide, AMC und GME, diesen Move machen, bis Freitag,
Oh mein Gott. Und die Geschichte für GameStop wird ja schon geschrieben. Ne? Dass er andere Firmen aufkaufen will, bla 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 bla. Ne? Plötzlich ist es bullish. Ne? Sie haben zwar schon ihre 9 Billionen Dollar oder was, 5, 6, 7, 8, keine Ahnung was, schon seit 2 Jahren, aber plötzlich ist es bullish. Ne? Ich sag's nur, es ist halt immer dasselbe. Die News werden für den Move geschrieben. Ja, der Move ist schon vorher da. Sie versuchen dringend, die News zu schreiben. Ja, wird lustig. Okay, na dann, kleines Update zu Riot. So, für Riot, ich werd heute nochmal alles erklären, weil es ist im vorletzten Video, nicht im letzten. Somit kann ich es nicht wirklich gescheit verlinken, ohne dass ich am Schluss die ganze Seite mit Videos zupflaster. Ich wiederhole es eigentlich aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich habe das Kommentar bekommen, mein Tracking ist falsch, weil Riot bewegt sich 1:1 mit Bitcoin. Und das war's. Ich habe zwar nachgefragt, was ist dann daran falsch? Keine Antwort bekommen. Also ich weiß jetzt nicht, weil ich habe eigentlich bullisches Tracking für Riot. Ist das jetzt falsch? Weil derjenige glaubt, Bitcoin ist bearish? Oder was auch immer. Oder macht einfach Riot nichts Eigenständiges und macht nur was Bitcoin macht. Wenn ihr mir solche Kommentare, ich bin euch nicht böse, ihr könnt absolut gegen meine Meinung sein, ja. Nur schreibt es mir auch warum, ja. Nur schreiben, meine Meinung ist falsch, weil es macht das, was Bitcoin macht, ist ein bisschen zu wenig, ja. Aber bezüglich der Sache, mein Tracking ist falsch, weil es macht nur das, was Bitcoin macht. Weil meiner Meinung nach ist das leider einfach falsch. Ja? Für die Erklärung. Linke Seite, der wöchentliche Chart von Riot. Und zwar von IPO bis heute. Rechte Seite, Bitcoin, auch am wöchentlichen Chart. Vom Krypto. Nur damit man es dann vielleicht selber backtesten kann und vergleichen kann. So, ihr seht ja, wenn ich hier, für die Leute, die es nicht wissen, wenn ich hier meine Maus bewege, sieht man auch auf der rechten Seite, wenn Riot am 29. Dezember 2008 da war Bitcoin zur gleichen Zeit da. Ne? Also man kann das wunderschön vergleichen. So, also, wenn man diesen Chart, der 2010 angefangen hat, vergleicht, dann ist Riot in seinem Downtrend. Und zwar von 2010 bis 2020 geht es nur runter. Was hat Bitcoin in der Zeit gemacht? Es ist ausschließlich nach oben gegangen. Ausschließlich. Ja? Ich meine, man könnte vielleicht sagen, Riot, es geht inverse Bitcoin. Okay. Aber gleiches Movement? Ja? Dann kann man sagen, ja gut, das war erst die IPO. Es hat ein bisschen gedauert. Okay. Aber dann sagt man hier von 2020, ja, okay, gehen beide nach oben. Bitcoin macht aber sein ganz eindeutiges M-Pattern hier. Riot macht einfach nur Lower Highs. Ja. Und während Riot ein Lower High gemacht hat, hat Bitcoin ein Higher High gemacht. Ein nächstes Allzeithoch. Ja. Dann sind beide wieder runtergegangen und seitdem geht Riot sideways. Und Bitcoin ist aber wieder in seinem Uptrending Channel. Also, vielleicht verstehe ich es falsch. Aber für mich ist das hier ein eindeutiges Zeichen. Riot? Ich meine, es ist eine Bitcoin-Farming-Firma. Okay, geschenkt. Aber Riot hat sein eigenes Fractal. Es wird vielleicht mit riesigen Kursbewegungen von Bitcoin beeinflusst. Ja. Ja, Bitcoin hat jetzt einen ziemlichen kleinen Crash hinter sich. Und währenddessen ist Riot halt 9%, was war das? Ja, 20% runtergegangen. Aber das ist auch schon das Einzige. Alles im Allen hat Riot sein eigenes Fractal. Punkt. Ich meine, wenn ihr nicht ans Fractal glaubt, okay. Müsst ihr nicht. Für mich ist das ein eigenes Fractal
und es bewegt sich eindeutig nicht ausschließlich mit Bitcoin. Meine persönliche Meinung. So, ganz kurz. Fürs Fractal. Für mich ist Riot in seinem B gestartet, die IPO. Hat dann seinen B-Pullback bekommen und ist rauf zu seinem Allzeithoch, zu seinem C gegangen. Ja. Das A muss man sich vorstellen. Nachher Lower High, Midpoint, Last Time to Sell, runter zu seinem Allzeitlow, zu seinem B. Dann sind wir raufgegangen. Das kleine Higher Low hier muss man sich auf den niedrigeren Timeframes anschauen, aber es ist da. Sind wir über die Trendlinie gebrochen. Rauf zu unserem A, perfekt in die Nähe und über unser T. Und wenn man dann die 0,5 nimmt von unserem Allzeitlow zu unserem Peak, perfekter 0,618 Bounce. Ja. Ich meine, in dem Fall könnte man so sagen, genauso wie Crypto, weil Crypto liebt es, 0,618 Pullbacks zu machen. Ne? Gut, und seitdem sind wir in unserem kleinen Micro A und kleinen B. Was meine ich damit? Wenn man hier also nur sich das hier anschaut, ja, fürs Micro-Tracking, dann war das hier, also das hier war unser kleines HLO und das hier bis hierher war unser kleines A. Ja. Perfekter 0,618 Pullback wieder. Dann sind wir rauf zu unserem kleinen B gegangen und wenn man wieder die FIB nimmt, von dem A-Low zu unserem B-Peak, war das meiner Meinung nach unser B-Pullback, perfekter 0,5. Wir haben jetzt ein kleines Higher Low gemacht, ja, perfekt unter der 7,86, sind ausgebrochen und ich könnte darauf wetten, das hier ist unser noch kleineres Micro A, ja, und wir sind derzeit noch hier gebounced bei der 0,5. Ja. Somit, was würde als nächstes passieren? Ja, wenn wir jetzt wieder komplett rauszoomen, ja, das war unser A. Also das hier war unser A. Unser nächstes Ziel ist noch immer unser B. Und unser B liegt auf der M-Linie oder drüber. Ja. Bedeutet irgendwas 200 bis 300 für unser B. Und ich gehe noch immer davon aus, dass das noch dieses Jahr, wahrscheinlich Juni, August, Oktober, bis dahin, ja, dass wir da oben sind. Klingt wahnsinnig. Kein Financial Advice natürlich. Aber ja, das sagt mir halt mein Tracking. Was würde dann danach passieren? Danach nehmen wir von unserem A-Boden die FIB zu, wo auch immer wir raufgehen. Nehmen wir an, wir gehen zu 353. Von dort machen wir wieder den 0,5 Pullback zu 32. Ich meine, das wären massive Sprünge. Allerdings muss man halt eins dazu sagen, diese massiven Sprünge sind nicht abnormal für Riot. Ja? Und nachdem wir diesen 0,5 Pullback gemacht haben, geht es rauf nach Allzeithoch. Ja? Ob wir jetzt dann hier aber einen Split machen, bin ich mir nicht sicher. Also $3.000 pro Aktie ist halt doch relativ viel. Aber es ist noch halbwegs normal. Ja? Wenn hier 50.000 stehen würde, würde ich sagen, nee, wir brauchen einen Split. Eine letzte Sache noch dazu, weil ich vergleiche das ja gerne, weil Fractals bedeutet auch, dass sich Bewegungen immer und immer wieder wiederholen. Ich habe nur im letzten Video schon gesagt, wenn euch jemand, meiner persönlichen Meinung, sagt, er macht Fractal Tracking und er nimmt einfach nur Bars Pattern von irgendwo und klebt sie irgendwo hin, das ist nicht genug. Ja. So, mit was ich es vergleiche? Linke Seite noch immer der wöchentliche Chart, rechte Seite das 6-stündige Chart und zwar von 2003 bis 2007. Ja. Warum der 6-stündige Chart? Nur damit man mehr Candles sieht. Ja. Warum nicht der 1-stündige Chart? Weil das nicht so weit zurückgeht. Also nicht mit meiner Preisklasse bei TradingView. Ist aber auch relativ egal. Man sieht aber auch wunderschön hier. Ja. Wir haben, weil ich vergleiche jetzt diese Bewegung hier mit dieser Bewegung hier. Ja, deswegen zeige ich es. Weil
ein Fractal wiederholt sich auch eigentlich immer in den kleinen Moves. Wahnsinn, aber ja. Gut, also, wir haben unser C-Top. Wir haben unser C-Top. Wir fallen runter, machen unser Lower High. Unser Lower High. Wir fallen runter, machen unser M. Und zwar ein ziemlich signifikantes Sideways, jetzt fällt mir sogar das auf Deutsch nicht mehr ein. Eine Seitenbewegung, eine ziemlich eindeutige Seitenbewegung. Hier auch eine ziemlich eindeutige Seitenbewegung. Was vor allem hier heraussticht, ist, wir haben hier einen Drop, diesen Drop hier, ja, gleich diesen Drop hier. Wir haben hier zwei sehr signifikante Zweierpeaks, ja, die haben wir hier auch. Ja. Dann fallen wir runter zu unserem V. Ja. VV, brechen aus, VV, brechen aus zu unserem A. Unser A ist höher als unser T. Unser A ist höher als unser T. Fallen wieder runter und marschieren seitwärts. Hier. Seitwärts. Selbe wie hier. Ja. Also, im besten Fall ist unser nächstes M, also unser nächstes B, weil das hier ist unser M. Unser nächstes B ist über der M-Linie. Und unsere M-Linie ist auch hier. Deswegen komme ich auf dieses Preistarget. Ja. Und nachdem wir das gemacht haben, machen wir unseren 0.5 Pullback von unserem A. Das hat damals, wie lange hat das damals gedauert? Fast ein Jahr. Da wir das Fractal, wenn es sich wiederholt, immer länger wird und größer, könnte ich davon ausgehen, dass das jetzt länger als ein Jahr dauern wird. Also dieser Pullback wird dann länger als ein Jahr dauern. Aber es sei geschenkt, weil wir spielen ja jetzt einfach mal das. Ja. Und nach dem kommt dann erst recht der große Move. Ja. Also für mich, ihr könnt anderer Meinung sein oder ihr legt mir andere Beweise vor. Ja. Könnt ihr alles machen. Ich diskutiere wirklich gerne. Euch muss nur klar sein, ich vertrete meine Meinung. Mit Beispiel. Ja? Also wenn ihr mit mir diskutieren wollt, ja, ihr könnt immer mit mir diskutieren. Ja. Aber wenn ihr ernst genommen werden wollt, zeigt mir Beispiele. Okay, nächstes ist Beyond. So, für Beyond heute nur ein kleines Update. Wie auch bei den anderen, wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt mit wo sind die nächsten Preisziele und so weiter und so fort, ich verlinke das Video am Ende des Videos. Heute zoomen wir einfach nur da hinein, was wir heute gemacht haben. So, ich habe ja auch im letzten Video gesagt, dass mein Tracking jetzt derzeit so ausschaut, das Ganze ist unser Higher Low. Wir haben keine Alternative mehr und dass das hier einfach nur das T, das Last Time to Sell, bevor der große Drop kommt von dem ganzen Higher Low ist. Und ich habe auch gesagt, wenn wir hier runterbrechen sollten, werden wir hier runterkommen. Weil wir noch immer diese Gap hier offen haben von 80 Cent bis 66 Cent. Ja? Gut, und wir sind jetzt hier runtergegangen. So, jetzt wird es allerdings knifflig. Ja? Mein Main Tracking ist noch immer, wir schauen nach dem Gap Fill. Ich meine, das sind derzeit was? 6, 6, 12. Nein, 10. Ja, 10 Cent. Entschuldigung, Mathe. Wir brauchen jetzt noch 10 Cent. Ja. Schaut prozentmäßig noch immer viel aus, 13%, aber ich meine, was war es heute? Heute war es, ja, eigentlich habe ich heute mehr gesehen, glaube ich. Aber im Großen und Ganzen wäre das nicht viel. So, jetzt sind wir aber technisch gesehen, ist unser T fertig. Weil unser T ist dann fertig, wenn es unter das Level fällt, wo es anfängt. Hier sind wir drunter. Somit, ich würde sagen, wir machen einfach zwei Versionen draus.
Version 1 ist noch immer meine Main-Version. Version. Wir fallen hier runter. Ja? 66 Cent, Gap Fill, V&A, fertig. Danach High Low und dann Squeeze. Ja? Squeeze bedeutet, wir gehen nur zum Schönen, wir gehen zu unserem A. Ja? 20, 24, sowas in der Art. Zeitmäßig, die Sache ist, das Higher Low von unserem, das kleine Higher Low zu unserem großen Higher Low damals im Oktober, das hat, glaube ich, nur ein paar Stunden gedauert. Wie lange hat das gedauert? 18 Stunden hat das gedauert. Ja? Somit sagen wir verdoppeln es, dann wären es 32 Stunden. Ja? Wären also 2, 3 Tage. Ich sag's nur. Sollten wir das nicht machen, sollten wir hier nicht runterfallen. Und vor allem, ich möchte, und das sage ich wirklich dazu, ich möchte diese Antwort bis nächste Woche Freitag sehen. Ja? Wenn wir bis nächste Woche Freitag hier runterfallen, perfekt. Die Woche drauf machen wir das Higher Low und ab und wir gehen. Sollten wir nächste Woche nicht runterfallen und wir fangen an, sowas zu machen bis nächste Woche Freitag, gehe ich davon aus, dass das reicht, dass wir diese Gap aus irgendeinem Grund nicht füllen und wenn wir dieses Higher Low halten bis nächsten Freitag, marschieren wir dann. Ja? Die einzige Theorie, warum ich so darauf bestanden habe, dass wir diese Gap hier füllen, ist einfach, wann auch immer, ob wir es jetzt füllen oder nicht. Wenn wir das Bullish tracken, kommen wir hier sehr, sehr, sehr lange Zeit nicht mehr runter. Und es ist die letzte Gap. Das ist einer meiner Hauptgründe, warum ich eigentlich davon ausgehe, dass wir diese Gap füllen werden. Allerdings, wie gesagt, das ist nicht Fractal-mäßig, ja, weil Fractal-mäßig sind wir fertig. Ja. Ich habe schon langsam angefangen, eine Position zu machen. Ja. Schauen wir mal. Ja. Es schaut allerdings fantastisch aus. Okay, nächstes ist Bad Bath Beyond. So, ich habe Bad Bath Beyond, ich glaube, jetzt schon einige Zeit nicht mehr behandelt. Ja. Deswegen, ich glaube, das letzte Mal waren es 2 Versionen, die ich hatte. Ich habe derzeit 3. Ja. Einfach nur, weil ich verfeine immer mehr die Regeln. Ja. Das ist der einzige Grund. Ich werde aber auch immer sagen dazu, zu welcher ich mehr tendiere. So, für Bad Bath Beyond allgemein. Ich meine, es ist viel größer, ja, keine Frage. Wir behandeln trotzdem jetzt nur die Sektion von 2020 bis heute. Ja. 2020 war jetzt unser V. Wir haben hier ein wunderschönes High Low gemacht. A, B, C hinauf, Allzeithoch, Low High, Midpoint, auch perfekt mit unserer B-Linie. Was meine ich generell mit der BM-Linie ist einfach, die zieht man vom B-Bottom zu unserem M. Und auf dieser Linie wird man immer sehen, wir werden drauf bouncen, bis wir dann doch drunter brechen. Dann versuchen wir durchzustoßen, schaffen es nicht. Ich meine, hier in dem Fall haben wir es geschafft. Wir konnten uns aber nicht weiter oben halten, wieder drunter gebrochen. Und der letzte Punkt, wo man es dann nicht mehr schafft und abstürzt, ist unser M. Dann sind wir runtergefallen zu unserem T. Last time to sell, bevor wir zu unserem V fallen. Gut. Und jetzt hier starten die 3 Versionen. Die absolut bärische Version. Version 1 bedeutet, das Ganze ist noch nicht fertig und dieser Peak ist unser T. In dem Fall knallen wir runter, machen ein neues Allzeitlow und müssen dann erst anfangen, ein Higher Low zu machen. Ja. Ich gehe aber davon aus, dass diese Aktie nicht verschwindet. Ja. Wir wären unter $2 fallen, wenn wir das machen. Ja, also weiß ich nicht. Ich nehme mal an $2 oder $1 und 1,50 oder irgend sowas. Aber dann noch immer Higher Low und dann geht es nach oben. Ja. Sehe ich aber derzeit als unwahrscheinlichste Variante an. Die zweite Version bedeutet, das ist zwar unser V, das Ganze ist fertig, aber das Ganze ist unser Higher Low.
Ja. In dem Fall ist dieses Higher Low aber nicht fertig und wir müssen noch immer runter unter 4,65. Das bedeutet auch, dass dieser letzte Peak hier im Januar diesen Jahres nur unser T war. Ja, das kleine T von dem Ganzen hier. Bedeutet, wir brechen hier runter und müssen hier unter 4,70. Dann machen wir ein kleines Micro-Higher Low und dann geht es sehr schnell nach oben. Ja. Ich würde sagen, ich gebe der Wahrscheinlichkeit noch immer 40%. Ja. Mein Haupttracking derzeit ist aber noch immer, dass das Ganze hier unser A ist. Ja. Unser kleines Higher Low ist hier. Ja. Perfekt mit der 7,18. So, hier. Unter der 7,18. Fertig, perfekt. Und das ist einfach nur A. Bedeutet, wir müssen bei der 0,5 oder bei der 0,618 bouncen, was wir gemacht haben. Was machen wir seitdem? Dann gehen wir jetzt ein bisschen runter in der Timeframe. Seitdem machen wir das Micro Higher Low zu unserem A. Ja? Und das Interessante an der Geschichte ist, weil Bed Bath & Beyond ist ein Meme-Stock. Ja? Wir haben es fast geschafft. Ja? Oder haben wir es? Schauen wir auf den 30-minütigen Chart. Ja, wir haben es fast geschafft. Ja, fast. Also ich gehe davon aus, wir müssen auf jeden Fall einen Cent unter 95. Ja? Aber das kann man im Pre-Market hinlegen. Ja? Wenn wir hier noch ein bisschen runtergehen und bouncen, ist dieses Ding fertig. Ja? Bedeutet, Higher Low vom A ist fertig. Was würde dann als nächstes passieren? Naja, als nächstes kommt unser Move zu B. Und unser B ist irgendwas über $36. Wenn das dann unser A ist, machen wir dann einen 0,5 Pullback und dann geht es rauf zur Allzeit hoch. Ja. Dazu sei eins gesagt, wenn wir irgendetwas von dem Move von 2020 wiederholen, dem hier, dann ist der A-Pullback sichtbar. Ja? Den haben wir derzeit gemacht. Wir wären jetzt so gesehen irgendwo hier wahrscheinlich oder hier. Ja? Aber sonst sieht man hier nicht wirkliche Pullbacks. Also der Pullback vom B ist kein 0,5 hier, ja? Sondern einfach nur straight nach oben. Ja? Für Levels, weil das ist ja wichtig. Wenn wir 3 Versionen haben, brauchen wir Levels. Bedeutet, alles über $7,70 ist bullish und meiner Meinung nach sind alle anderen 2 Alternativen futsch. Wenn man noch mehr Bestätigung haben will, alles über $9,67. Das ist 100%ige Bestätigung, in meiner Meinung nach. Sollten wir hier durchbrechen, sollten wir 5,39 Cent nur berühren. Ich rede nicht immer vom Bouncen, nur berühren, weil ihr wisst ja, Doppelboden gibt es bei mir eigentlich nicht. Sollten wir das berühren, bin ich der Meinung, dass das Ganze unser Higher Low ist. Ja? Das, wie vorher gezeigt, einfach nur unser T. Und da müssen wir hier runter zu 4,60. Ja? Sollten wir 4,60 auch massiv brechen und unter 3,72 gehen, ja, dann machen wir neues Allzeitlow. Ja, dann gibt es keine Alternative mehr dafür. Sonst derzeit bullish. Bisschen noch runter, ein paar Cent, dann bouncen, bullish. Wenn nicht, etwas weiter runter, bouncen, noch immer bullish. Wenn nicht, bearish. Okay, und letztes ist FFAI. So, hier FFA wieder die ganze Geschichte, weil ich glaube, ich habe es schon einige Zeit nicht mehr behandelt. C war im Februar 2021, dann Lower High, Midpoint, massiv runter, wieder rauf, unser T.
Und unser Allzeitlow und unser V haben wir im April 2025 gemacht. Seitdem machen wir unser High-Low. Komme ich gleich dazu. Für die Preisziele, was als nächstes passiert. Unser großes A ist bei 153, unser großes B bei $5.000. Und für FFE sage ich aber, ihr werdet keine einzige Aktie bei $5.000 sehen. Ja. Wir können hier raufkommen, jo, aber da machen wir einen Split vor, bevor wir das machen. Für meine Preisziele, ja, ist diese Linie unsere Resistance Line, die wir ohne Split nicht brechen werden. Ja. Also unser nächstes C ist hier. Ja. Unser nächstes A ist bei $4 bis $5, unser nächstes B bei $11 bis $15 und unser nächstes C, wie gesagt, irgendwas zwischen 150 und $50. Ja. Gut, na dann zoomen wir mal hier rein. So, Großaufnahme. Hier unser Allzeitlow. Seit unserem Allzeitlow hier haben wir hier ein kleines Micro-High-Low gemacht. Ja. Und nachdem das fertig war, sind wir sofort nach oben geschossen und machen derzeit unser großes High-Low. Und dieses große High-Low ist fertig mit November 2025. War wie ein Day unter der 7.18, perfekt. Und seitdem machen wir diese Scheiße hier. Ja? Und ich kann es einfach nur als Scheiße bezeichnen, weil es das ist. Weil das hier ist ein Mikro-High-Low und das hier ist ein anderes Mikro-High-Low. Und falls ihr mich schon länger verfolgt, ich habe ja gesagt, mein Zeitziel war irgendwas zwischen 12. Jänner und 19. Februar. Und ich habe gesagt, wir werden hier drin eine Entscheidung sehen. Und ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass wir diese ganze Blödsinn bis zum 19. Februar einfach nur mit Seitenbewegungen machen. Ja. Und anscheinend hat sich FFA gedacht, was? Der Depp hat gesagt, wir können nicht seitlich gehen. Und seitdem marschieren wir absolut die ganze Zeit nur seitlich. Das ist echt lächerlich. So, die Sache ist aber die, das ist nicht das erste Mal. So, zum Vergleich. Ja. Linke Seite, 4-stündiger Chart, jetzt. Ja. Mitte, 1-stündiger Chart, damit man mehr Candles sieht, April 2024 bis Mai 2024. Und rechte Seite, auch 1-stündiger Chart, November 2024 bis Dezember 2024. Warum diese zwei Orte? Weil danach immer die großen Moves gekommen sind. Ja, hier war der ganz große Move. Ja, ich glaube, das war, glaube ich, ein 9000-prozentiger Move. Und hier war auch ein großer Move. Ja. So, und ihr wisst ja, Fractals wiederholen sich immer wieder. Moment. Nee. Doch. Sehe schon. Jetzt habe ich schon gedacht, ich bin in der Jetztzeit, aber ich habe die Gap übersehen. Okay. Auch hier. Wir sind hier immer zu unserem Wie. So, hier wie, hier wie, hier wie. Wir haben ein schönes großes High-Low gemacht, was unter einer 7.86 gelandet ist. Wir haben hier ein wunderschönes High-Low gemacht, was unter die 7.16 gefallen ist. Und wir haben auch hier ein wunderschönes High-Low gemacht, was unter die Punkt 786 gefallen ist. Was kam jedes Mal danach? Naja, wir haben hier diese blöde Sideways-Bewegung. Wir haben hier diese blöde Sideways-Bewegung und wir haben hier diese blöde Sideways-Bewegung. Und ich garantiere euch, wenn ich jetzt noch weiter suche bei den anderen, finde ich genau dasselbe. Und was ich auch beim letzten Mal gesagt habe, etwas, wo ich mir noch nicht sicher bin, ist diese Candle hier. Ja? Weil die jedes Mal auftaucht. Ja? In 2024 ging sie übers Higher Low. Das bedeutet, diese Candle, die als nächstes kommen würde,
würde irgendwas, ich würde sagen, wir werden nicht, ja, irgendwas zwischen 4 und 5 Dollar wäre diese Candle. Ja. Im Fall 2024 im Dezember war sie drunter, unter dem Peak vom Higher Low. In dem Fall würde ich ausgehen von 3 Dollar. Ja. Ich habe diese Candle jetzt schon öfters gesehen. Also ich kann eigentlich sagen, ich glaube, wir werden diese Candle auch diesmal sehen. Vielleicht. Schauen wir mal. Die Sache ist die, in dem Fall vom Dezember, wenn wir hier zu 3,18 gehen und hier rejecten, garantiere ich euch, das ist diese Candle. Ja? Schwieriger wird es, wenn wir hier ausbrechen, weil das ist für mich eigentlich bullish. Wenn wir aber dann plötzlich bei 5 Dollar stehen bleiben, wird es auch diese Candle sein. Das wirklich Arschlochmäßige bei dieser Sache ist einfach nur, ja, nach all diesen beiden Candlen kam der große Move. Ja. Das größte Arschloch war diese Candle hier im Mai 2024, weil jeder hat sich hier gedacht, hey, geil. Ich weiß nicht, wahrscheinlich waren die Optionen locker 600% oben. Ja. Und dann ist es wieder runtergegangen, ach scheiße, es war nichts, ich verkaufe. Ja. Und dann hat man plötzlich einen 10.000% Move bekommen. Das ist ein wirklicher Arschloch-Move. Dasselbe auch hier, ja, im Dezember 2024. Massive Candle, ach scheiße, es wird doch nichts. Und dann zumindest ein 300%iger Move. Ja. Somit, es ist wirklich ein Arschloch-Move. Also ich nenne das ist der Arschloch-Move von FFAI. Ja. Weil wenn wir das Gleiche jetzt wieder wiederholen, wird dasselbe wieder passieren. Die Leute, ah scheiße, es wird nichts. Und dann schauen wir mal. Ich gehe noch immer von einem starken Move aus. Für Levels ist nicht viel zu sagen. Ja? Alles über 1,33 ist bullish. Ja? Was ich jetzt vorher gezeigt habe, das einzig Problematische ist diese eine Candle. Ja? Weil eigentlich würde ich sagen, alles über 3,61 ist Bestätigung für Upside. Wenn wir allerdings diese Candle machen, für die Downside, sollten wir unter 90 Cent fallen, wird es langsam scheiße. Sollten wir 83 Cent nur berühren, ist es meiner Meinung nach vorbei. Weil erstens, wir machen natürlich dann ein neues Allzeitlow, aber dieses ganze Higher Low ist dann falsch. Ja? Vielleicht stirbt die Aktie nicht, aber das alleine hier hat jetzt ein Jahr gedauert. Und wir brauchen so ein Higher Low. Also wenn wir jetzt hier runtergehen und dann erst mit dem Higher Low anfangen, ja gut, dann können wir es uns in einem Jahr wieder anschauen. Ja, sage ich noch. Sehe ich derzeit nicht, aber ich sag's noch. Ja. Okay, bevor alle wieder gehen, noch ein letzter Wunsch, ja, also Aktienwunsch, nämlich Sundial. So, für Sundial habe ich zwei Versionen. Ja. Im Großen und Ganzen, das alles bleibt hier gleich. Sundial hat in seinem C eigentlich fast gestartet. Ja. Ist da massiv runtergefallen. Ich meine, das Lower High wird hier sein. Ja. Dann wieder rauf zu unserem Midpoint. Runtergedonnert zu seinem T. Jetzt ist die Sache. Wir fangen mit Version 1 an. Das wäre die bärische Version. Das bedeutet, das ganze Ding ist noch immer nicht fertig. Ja. Bedeutet, das hier ist unser T erst. Ja. Bedeutet auch, wenn man das Microtrackt, dieses T, dann haben wir hier unser A, unser kleines B, unser kleines C, hier auch unser Lower High und unser Midpoint. Was man auch dazu sagen muss, ist, Sundial macht immer dasselbe. Ja? Wenn man sich das anschaut, also hier ist auf der rechten Seite der komplette Chart auf dem 24-stündigen. Hier der 24-stündige nur von 2025 Juli bis heute.
Es macht wirklich dasselbe. Eigentlich ist es ein wunderschönes Fractal. Wenn es nicht so extrem niedrig wäre, wäre es ein wunderschönes Fractal. Aber im Großen und Ganzen, seht ihr das ganze Ding hier drin? Ja, ich meine, ohne den Uptrend, aber den Downtrend. Ja, C, C, Knife runter, wieder rauf, M, runter, runter. Es macht immer dasselbe. Ja. Selbst, ich meine, klar, ja, aber so offensichtlich ist es selten. Ja. Das würde aber auch eins bedeuten. Sundial sollte jetzt eigentlich nochmal raufgehen, ja, zu unserem kleinen T. Das wäre halt, ja, das gleiche wie das hier. Und dann runter. Ja. Jetzt ist die Sache, für das Kleine hier wären wir hier fertig. Ja. Da das hier aber unser großes T ist, müssen wir hier drunter. Hier drunter. Ja. Bedeutet, wir werden hier runter, für die bärische Version, für Version 1. Ja. Hier runter, kleines Higher Low, dann geht es nach oben. Ja. Wenn wir hier fertig sind für die Preisziele, unser A wäre erst dann bei 2,90. Ja. Da wir nicht wirklich wissen, wie es ausschaut, wenn wir nach oben, ja, eigentlich schon, oh ja, würde das bedeuten, wo auch immer unser Low ist, wäre dann hier unser A. Ja. Bedeutet, wir gehen dann hier rauf, 0.5 Pullback. Das Interessante an der Geschichte ist allerdings dann unser B. Ja, sollten wir das machen. Weil man sieht das auch in jeder Wiederholung hier. In dieser Wiederholung wie A, Pullback, massiver Sprung zu B. Auch hier wie A, Pullback. Ich meine, okay, das war jetzt nicht so der, oh, es war ein massiver Sprung zu B. Ja, wenn man sich das anschaut, hier 300%. Also ja, ich kann schon verstehen, warum einen diese Aktie so interessiert, ja, weil der nächste Move rauf zu B ist bei 48. Ja. Das wäre halt die bärische Version. Für die bullische Version ändert sich eigentlich nicht so viel. Die einzige Sache, die sich wirklich ändert, ist unser T. Ja. Das hier wäre nicht unser T, sondern unser T war schon im Mai 2024. Jetzt gäbe es zwei Möglichkeiten. Wir vergessen unser Higher Low. Ihr wisst, ich mag das eigentlich nicht. Aber einfach nur für den Fall. Und das hier ist schon unser A. Ja. In dem Fall ist hier unser W, also unser W war im Juni 2025 und das hier wäre schon unser A. Ja. Einziges Problem, was ich wirklich damit habe, mir fehlt noch immer unser T. Ja. Ich meine, jetzt könnte man sagen, ja, schauen wir mal, jetzt könnte man sagen, ja, okay, das wäre unser kleiner, oh ja, funktioniert. Ja. Das wäre unser kleines T. Gehen wir auf das Einstündige. Bedeutet, wenn das Ganze hier A wäre, das ist unser A-Pullback fertig. Und ein bisschen müssen wir noch runter. Was wäre das? 1,50 $. Ja. Also wir müssen zu 1,48. Irgend sowas. Ja. Und dann wäre unser A schon fertig. Bedeutet, unser A ist fertig. 1,48, 1,47 und dann geht schon rauf zu B. Ja. Wäre die absolut bullish Variante. Ja. Was wir dafür nicht brechen dürfen, ist allerdings 1,46. Die zweite bullische Variante ist eigentlich noch immer eigentlich dasselbe wie beim anderen. Das ist noch immer unser Higher Low. Ja? Wir haben unser T nicht gebrochen, somit das ist noch immer möglich. Das ist noch immer unser Higher Low. In dem Fall müssen wir unter 1,40. Ja? In dem Fall kann es aber noch immer passieren, dass wir jetzt noch ein bisschen raufgehen für unser T.
Löschen wir das alles schnell. Dass wir noch ein bisschen raufgehen zu unserem Tee. Oder dass das hier schon unser Tee war. Ist aber egal. In dem Fall müssen wir trotzdem hier drunter. 1,39. Sowas. Und dann geht's rauf. Großer Unterschied zu der zweiten Version ist aber trotz allem, wir müssten noch immer unser A machen. Ja. Würde bedeuten, ja, irgendwo da wäre unser A. 1,5 Pullback. Und dann geht's rauf zu 48. Ne? Im Großen und Ganzen, ich glaube, ich werde das sogar auf der Watchlist behalten, weil es schaut nicht so schlecht aus. Ja. Ob es jetzt schon ein Buy-in für mich ist, ich hab keine Bestätigung für alle 3 Versionen. Ja. Also ich wäre 50% auf allen 3 Versionen. Ja. 30, 30, 40. Oder 35, 35, 35. Ja. Ja, ich brauche Bestätigung dafür. Und für mich stellt sich auch die Frage, wenn das hier unser Tee sein sollte. Ich meine, ihr werdet es mittlerweile gesehen haben, man kann wunderschön mit dem Fractal tracken. Ein Bankruptcy oder Delisting kann ein Fractal halt nicht vorhersagen. Und für mich stellt sich die Frage, wenn wir jetzt dann doch hier runterkommen, ob Sundial das überlebt. Weiß ich nicht. Ja. Wenn wir hier unten das High Low machen, den Ausbruch, dann schaut es fantastisch aus. Schauen wir mal. Ja. Aber ich behalte es auf der Watchliste, wenn sich was tut, wenn irgendeine Bestätigung kommt, werde ich ein Update drüber machen. Oder wenn ihr was seht, schreibt es mir in die Kommentare. Hey, hast du das übersehen? Schau es dir doch mal wieder an. Ja. Gilt für alle anderen auch übrigens. Okay. Oh mein Gott, schon wieder ein einstündiges Video. Alle anderen hoffe ich, dass ich auch ins nächste Update-Video für Sonntag reinpacken kann. Ja, okay. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, wenn ihr wollt. Erklärvideo hier. Playlist hier. Das Video mit den ganzen Geschichten da dahinter. Ja. Und wenn ihr mehr sehen wollt, Abo. Na, dann wir sehen uns morgen hoffentlich.